Aber eigentlich Sannyas ist das, nicht nur was irgendwann mal später kommen sollte, sondern Sannyas, und das ist ja schön, wenn man die Bhagavad Gita ein bisschen studiert, und wir haben jetzt ja so ein bisschen Bhakti Shastri auch gemacht, die einzelnen Kapitel sind durchgegangen, und dann kommt in der Bhagavad Gita kommt das Wort vor, Sannyas Yoga. Sannyas Yoga. Und das ist sozusagen nicht nur für Sannyasis, was da beschrieben wird, sondern eigentlich ist das Bhakti Yoga. Und das ist das, was wir schon praktizieren jetzt. Das nennt man auch Sannyas Yoga. Auch speziell. Und wenn man das weiß, dann kann man nicht mehr sagen, ey, ich sollte auch schon wie ein Sannyasi leben, mich so verhalten. Und egal wo ich stehe, als Brahmachari oder als Gehasta, man kann das schon anstreben in seinem jeweiligen Ashram. Und dann klar, der Sannyas Ashram ist dann am Ende natürlich nur für die Männer, aber die Männer speziell sollten das anstreben. Deswegen Sannyas Yoga, alles was wir machen, ist schon auf der Ebene von Sannyas oder sollte auf der Ebene von Sannyas ausgeführt werden, weil dann ist es perfekt. Dann ist es so, wie es eigentlich so Chaitanya vorgelegt hat. Weil er war frei von allem, er ist Gott, er ist Krishna selbst. Aber das sozusagen, die sollen Inspiration sein, die sagen, oh, ich bin kein Sannyasi. Wir sind eigentlich alle. Machen wir Sannyas Yoga. So. Nur so als Beispiel. Und die Sannyasis sollten sehr strikt sein. Aber im Endeffekt jeder Vaishnava sollte sehr strikt sein. Und Lord Chaitanya war total strikt, aber hatte im Endeffekt, wie Prabhupada schon meinte, und ich wollte es auch nochmal erwähnen, hatte die Größte seiner engsten Geweihten waren alles Grihastas. Und er hat in seinem Lieder auch gezeigt, okay, nicht alle, wir müssen jetzt alle Sannyasis werden, weil er war der Hauptsannyasin. Sondern nämlich Grihastas. Ihr müsst gute Grihastas sein, wie Prabhupada sagt. Ihr müsst nicht Grihamedis sein, die einfach nur nach ihren Sinnen genießen, sondern so jemand, der, so viele Leute haben Wohnungen, leben zusammen, sind verheiratet, bla 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 bla. Oder heutzutage heiratet man ja nicht, man ist einfach nur zusammen. Das ist aber Grihamedi, da ist der Sinnesgenuss im Zentrum. Aber in Grihasta, da ist Krishna im Zentrum. Und da sind diese Regeln und Regulierungen bei. Und wie Prabhupada das einfach beschrieben. Das ist einmal der dämonische Lebensstil, hört sich wieder heavy an, und einmal der göttliche Lebensstil. Und der göttliche Lebensstil kann, wenn man in einer Gemeinschaft mit einer Frau lebt, oder dann muss es in einem Ashram stattfinden. Und nicht als Grihambedi, sondern als Grihasta. Grihasta, der frei davon ist. Frei von dieser Anziehung und frei auch von dieser Lust. Und alles reguliert. Und nicht die Lust und der Sinnesgenuss steht im Zentrum, sondern Krishna steht im Zentrum. So. Und selbst wenn hier der König am Anfang verwirrt war, er wird sich später auch dran halten. Er wird auch sein Familienleben wird ein Ashram sein. Auch mit dieser Apsara dann später. Und klar ist Platz da zum Genuss, aber es ist ein geregelter Genuss. Und sie werden auch Kinder haben und sie werden auch glücklich sein. Und es ist sehr schön, dass Mann und Frau so, obwohl eigentlich dieser Knoten immer fester gezogen wird, wenn Frau und Mann zusammenkommt oder diese Butter immer schmilzt, wenn sie an Feuer kommt. Im Grihasta Ashram sollte das nicht mehr passieren. Da wird der Knoten frei, Butter und Feuer kommen zusammen, schmelzen aber nicht, sind trotzdem zusammen. Und diese ganzen Beispiele funktionieren dann sollten da nicht mehr funktionieren, weil man in diesem Schutz ist, weil man im geschützten Raum dieses Ashrams ist. Und jeder Mensch sollte in einem Ashram leben. Und wenn wir da nicht sind, sollten wir uns bemühen, da zu sein. Bin ich ein Brahmachari, bin ich ein Grihasta, und dann geht es weiter, bis für die Männer sogar, bin ich irgendwann mal ein Sannyasi. So. Aber selbst wenn ich das nicht bin, ihr macht alles schon Sannyas Yoga. So.